Guten Morgen, Jesus. Ja, ich wollte dir mal ein Feedback dalassen. Ich war ja vor 3 Tagen bei dir und habe da die, Einzelsitzung in Anspruch genommen und, habe mir gedacht, ich, berichte dir jetzt mal, wie es mir so in den letzten 3 Tagen ergangen ist. Das ist natürlich noch nicht lange her, aber nichtsdestotrotz habe ich einiges zu erzählen und wollte das gerne mit dir teilen. Ja, als Allererstes möchte ich mich nochmal, ich kann es gar nicht oft genug sagen, wirklich, bei dir bedanken für dein Entgegenkommen, für deine Flexibilität mit meiner kleinen Tochter, dass ich da den Termin auch möglichst entspannt, und mit Ruhe wahrnehmen konnte. Ähm, ja, und natürlich auch für deine wirklich positive, angenehme und, herzliche, Art mir gegenüber. Ich habe mich bei dir sehr, sehr gut aufgehoben und sehr, sehr wohl gefühlt. Und, du weißt ja, ich gehöre zu den ganz skeptischen Personen, die einfach aus der Verzweiflung heraus gar nicht wussten, was sie noch ausprobieren können und sich gedacht haben: „Ach na ja, wenn's 'ne nett oder so so 'ne Art Entspannungseinheit, dann ist das ja auch schon gut.“ Und deswegen, ja, wollte ich's halt einfach mal ausprobieren, um nichts unversucht zu lassen, nach 1,5 Jahren von meinem Ex endlich wegzukommen. Da hat ja keine Psychotherapie und sonst was bei mir geholfen. Und es ist ja auch so, da habe ich auch ganz krass den Unterschied gemerkt, dass, die Therapie, die ich gemacht hatte und das war ein echt toller Therapeut, muss ich an dieser Stelle sagen, bringt einen schon vom Kopf her zu den richtigen Erkenntnissen, aber die hatte ich auch so. Also, ich wusste ja, dass dieser Mann nicht der Richtige ist, dass es kein ja, nicht so ein Vater für unsere Tochter ist, der er sein sollte und dass er sich nicht gut kümmert und, dass ich so einen Mann auch nicht an meiner Seite haben will. Das war mir alles bewusst, aber mein Gefühl wollte einfach nicht von ihm loslassen und wollte ihn zurück und wollte was ganz anderes und dieser Liebeskummer 1,5 Jahre lang, also, ich habe nicht gedacht, dass man 1,5 Jahre Liebeskummer haben kann, weil doch jeder immer sagt: „Die Zeit heilt alle Wunden.“ Bei mir hat es einfach gar nichts geheilt. Es war genauso wie am ersten Tag und, als ich zu dir gekommen bin. Ja, und an dieser Stelle muss ich auch komme ich auch zu meiner jüngsten Erfahrung. Und zwar, ist es so, seit ich bei dir war, ich war selbst von mir überrascht und auch extrem stolz auf mich, dass diese Wut, die ich auf ihn hatte, weil er uns verlassen hat, ich das Ganze nie so richtig loslassen konnte von der Gefühlsebene her, dass die wirklich auf einmal wie verschwunden war. Diese Wut, die ich auch im Alltag hatte, die mir so eine kurze Zündschnur gegeben hat und, wo ich auch, ja, sehr viel damit zu kämpfen hatte, das nicht an meiner Kleinen auszulassen, dass ich da, ja, einfach sehr gereizt war, sehr, angestrengt war und. Das war wie weggeblasen. Also, ich war wirklich, am nächsten Tag, also, ein komplett anderer Mensch, als ich an dem Tag vorher war, bevor ich zu dir gekommen bin. Das, ist für mich, als Skeptiker immer noch unglaublich, aber das ist eine Tatsache, die ich dir hiermit einfach nur berichten will. Und ich bin selber total geflasht und, überrascht davon. Ja, und ich war zum ersten Mal wieder nach langer Zeit die Mama, die ich für meine Tochter immer sein wollte und ja, die ich jetzt auch sein konnte. Und ich war damit einfach super glücklich. Ich war geduldig, egal wie quengelig die Kleine war und, da wenn sie Blödsinn gemacht hat und Quatsch gemacht hat. Ich habe das alles mit so einer Geduld, mit so viel Verständnis angenommen. Ich konnte, auf einmal ich hatte so eine Power und das ist ja wirklich etwas, was man auch braucht, um Verständnis, für sein Kind zu haben und um, solche Dinge eben, positiv annehmen zu können. Das ist man braucht einfach Kraft dafür. Und diese Kraft hatte ich auf einmal von heute auf morgen. Also, ich habe sie so liebevoll begleitet, auch in ihrer Trotzphase, mit ihrer Trotzigkeit und mit der Wut, wenn sie mal etwas nicht durfte oder so nicht machen konnte, wie sie es gerne wollte, zum Beispiel sich von der Couch kopfüber runterzustürzen und dann einen Wutanfall erlitten hat, ne? Da wäre ich also wirklich noch vorher komplett anders mit umgegangen. Das war eine Riesenveränderung, die ich gemerkt habe. Dann, kommt noch dazu, dass ich, sonst 1,5 Jahre lang jeden Morgen mit dem Gedanken an meinen Ex aufgestanden bin. Er war das erste und das Letzte, woran ich gedacht habe vor und nach dem Einschlafen. Das ist wie ausgewechselt. Auf einmal wache ich auf und das Erste, woran ich denke, ist auch meine kleine süße Tochter liegt da und schnarcht ein bisschen und, ihr süßes Gesicht und die süßen rosanen Bäckchen und das kleine Näschen. Also, ich habe mich ganz anders mein Fokus hat sich irgendwie ganz anders ausgerichtet.
Auch dieses Gefühl von Liebeskummer, mit dem man ja morgens wach wird und dann hängt das einem so in der Magengrube, so wie so ein Klotz. Und das ist dann so ein ganz ekliges Gefühl. Man hat gar keine Lust aufzustehen und man fühlt sich einfach irgendwie weggetreten, und das ist auf einmal verschwunden. Also, unglaublich, da hast du irgendwie gezaubert. Anders kann ich's mir gar nicht erklären. Na ja, und das Allertollste war, dass du ja gesagt hattest in unserem Vorgespräch, also, du hast nicht viele Versprechungen gemacht, was ich aber persönlich, recht gut fand, denn ich finde es auch schwierig, wenn man eben sehr viel verspricht. Wenn ich das mache, dann passiert das und wenn ich das mache, passiert das. Sondern du hast ja gesagt, dass ich das auf mich wirken lassen soll. Ja, wie gesagt, das fand ich aber irgendwie auch sehr gut. Ich wollte einfach auch schauen, was passiert und wollte mich dafür mal öffnen. Eine Sache hast du aber tatsächlich sehr sicher gesagt und das hat mich, doch ein wenig verunsichert und, ja, gerade als Skeptiker mir so ein bisschen zu denken gegeben. Und zwar, als ich dir erzählt habe, dass ich einfach diese Gefühle meinem Ex gegenüber loswerden will. Ich will keine Gefühle mehr für ihn haben. Ich möchte diesen Schmerz, loswerden, Empfinden, ihn zurückzuwollen. Ich möchte das alles nicht mehr. Ich möchte einfach nur auf der Elternebene mit ihm gut sein und das war's. Also, ich will einfach, mich komplett von ihm lösen können als Mann. Und da hast du zu mir ganz klipp und klar gesagt, wie aus der Pistole geschossen im Vorgespräch: „Ja, das kriegen wir hin.“ Und als Skeptiker habe ich natürlich sofort gedacht: „Hm, ja, ja, wir werden mal sehen.“ Aber jetzt im Nachhinein, nach nur 3 Tagen, kann ich dir sagen, also, unglaublich. Ich habe wirklich das Gefühl, dass das schon zu 75 bis 80% abgeklungen ist und das nach nur 3 Tagen, obwohl ich es 1,5 Jahre mit Therapeuten, mit Psychologen, mit Coaching und sonst was alles versucht habe und da hat es halt überhaupt nicht gewirkt, außer dass ich die Erkenntnis in meinem Kopf hatte. Aber das Gefühl, das ist jetzt wie weggeblasen und gestern kam er, zu uns zu Besuch, um seine Tochter zu sehen. Er wollte mit ihr, einen Spaziergang machen und ich habe sie ihm übergeben und ich war schon bei der ersten Begegnung, etwas überrascht, dass ich da nicht irgendwie wieder, getriggert worden bin, dadurch ihn zu sehen, dass da irgendwelche Gefühle der Sehnsucht, hochgekommen sind oder irgendwas. Aber ich dachte: „Na ja, gut, warte mal ab, wie das Zurückbringen der Kleinen wird, wenn du ihn dann ja, wenn du ihn dann 'n bisschen länger siehst sozusagen.“ Dann hat er die Kleine zurückgebracht. Ich habe sie entgegengenommen und es war bisher immer so an jedem Besuchstag, dass ich immer die Hoffnung hatte, vielleicht kommt er noch rein, vielleicht will er noch ein Gespräch mit mir führen, vielleicht, verbringen wir doch noch ein bisschen Zeit miteinander habe da immer so gehofft und war auch immer sehr traurig, auch wenn ich mir das versucht habe, natürlich nicht anmerken zu lassen, wenn er dann wirklich gegangen ist. Und gestern, ich habe so eine Kraft, in mir gespürt. Ich habe mich wieder so in meiner Energie gefühlt, sage ich mal, ja, auch in meiner Rolle, nicht mehr in dieser Opferrolle: „Oh, bitte bleib doch noch und hoffentlich bleibst du noch“, sondern in der Rolle: „Du, wenn du gehen willst, dann ist mir das total recht. Ich will dich auch gar nicht mehr hier haben. Ich brauche gar kein Gespräch mit dir, weil für mich ist schon alles geklärt, in meinem Kopf sowieso schon lange.“ Ja, dann ist er gegangen, beziehungsweise er wollte sogar noch reinkommen, also bevor er ging. Ich hatte die Kleine schon auf'm Arm. Sie hat sich von ihm verabschiedet, hat ihm schon zum Abschied gewunken und er stand dann noch im Hausflur. Ich habe ihn aber nicht reingebeten, weil das Treffen war ja schon zu Ende. Also, der Besuch war schon zu Ende. Die Kleine musste sowieso essen, baden und schlafen. Und von daher, ja, habe ich da einfach keinen Sinn gesehen, ihn reinzubitten. In jedem normalen Fall hätte ich ihn trotzdem reingebeten, hätte gedacht: „Na ja, egal, dann geht die Kleine halt 'n halbes Stündchen später schlafen. Hauptsache, er ist noch ein bisschen hier und, irgendwie verbringt er noch 'n bisschen Zeit und er ist nicht gleich wieder weg.“ Also, so wirklich dieses ich war abhängig, von seiner Nähe. Ja, diesmal war's dann so, ich habe die Kleine auf den Arm genommen, sie hat ihm zum Abschied gewunken und er zog schon seine Jacke aus, weil er dachte, ich lade ihn jetzt wieder ein und ich habe mich dann einfach ganz freundlich von ihm verabschiedet und habe mich für seinen Besuch bedankt. Ja, und das war's und habe die Tür zugemacht und er stand da wie angewurzelt und, als wäre er aus allen Wolken gefallen, weil die Frau, die in 1,5 Jahre,
wo er ja auch die Präsenz spürt, dass er sie haben kann um jeden Preis und, ne, sie will dich doch so sehr und du bist der Vater des Kindes und das stellt ihn ja auch auf ein riesiges Podest. Das Podest ist auf einmal komplett zusammengeklappt und das habe ich in seinen Augen gesehen und das hat sich so gut angefühlt. Ich habe mich so stark gefühlt und dachte mir: „Ich bin wieder da.“ Ich bin wirklich aus diesem Keller, in den ich gefallen bin, bin ich wieder auf mein Podest angekommen. Und er, derjenige, der seine Frau und sein Kind einfach hat sitzen gelassen, der ist wieder auf seinem Platz, wo er hingehört, nämlich ganz, ganz unten in den Keller gefallen. Und ja, wie gesagt, das hat sich einfach toll angefühlt und ich danke dir, was auch immer du da gemacht hast. Es ist wirklich verrückt. Ich hätte das niemals für möglich gehalten. Ich habe hier gestern getanzt im Wohnzimmer mit der Kleinen, bevor ich sie ins Bett gebracht habe. Also, ich fühle mich wie ein neuer Mensch. Ja, an dieser Stelle vielen, vielen Dank dafür.